Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist es wieder ganz im Sinne des Zweiten Weltkriegs bei uns. Gut, eigentlich wie so oft. Wie ihr schon sehen könnt, ich habe heute wieder den Spurensucher Andy mit am Start, denn er führt uns heute mit seiner Begleitung einmal hier durch das ominöse Lager 21. Was heißt ominös? Es ist ein Arbeitserziehungslager gewesen, aber es ist halt komplett anders aufgebaut wie die Konzentrationslager, die der ein oder andere kennt. Und dazu werden wir euch hier durch das Gelände führen. Es wurde einiges noch zusätzlich entdeckt, was vielleicht dem einen oder anderen unbekannt ist. Da bin ich selber auch schon gespannt. Und ja, wir fackeln nicht lange und gehen direkt ins Gelände. Also bis gleich, bleibt dran. So, wo wir jetzt gerade hier standen, das ist im Prinzip der eigentliche Hauptzugang jetzt gewesen. Wir haben jetzt hier praktisch noch eine alte Splitterschutzzelle stehen. Und der eigentliche Zaun ist aber außerhalb gewesen. Also die Splitterschutzzelle für Wachpersonal ist praktisch hier drin gewesen. Das ist eine der wenigen, die hier noch stehen. Die ist jetzt auch nicht zerstört und steht auch immer noch hier am Originalplatz. Und wir haben es jetzt hier letztens am Lager 23 hier schon gesehen. Es ist ungefähr eigentlich das gleiche Modell, kann man sagen. Hier ist nur aus der Verankerung die Tür halt rausgerissen. Und davon werden wir noch ein paar mehr sehen. Wie gesagt, die Anlagen wurden halt bombardiert, weil es zu den Reichswerken Hermann Göring mitgehörte. Also letztendlich sollten ja in diesen Arbeitserziehungslagern halt, wie es der Name schon sagt, Personen, Menschen strukturiert wieder an die Arbeit gebracht werden, so salopp es halt klingt. Also Arbeitsunwillige oder halt auch Personen, die, sage ich mal, irgendwie gegen das NS-Regime sich geäußert haben, teilweise den Hitlergruß nicht gemacht haben, die wurden hier in diesen Lagern interniert für einige Monate. Aber das war teilweise auch deutlich verlängert worden, je nachdem, wie man sich dann da verhalten hat. Aber mehr dazu seht ihr jetzt gleich in dem Video. So, wir sind jetzt also im Prinzip noch gar nicht weit jetzt vom Lagereingang halt gegangen. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist die Splitterschutzzelle. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Fundamente und teilweise eigentlich Bereiche, wo man jetzt schon sehen kann, dass das Ganze auch unterirdisch ausgebaut wurde. Das heißt, wir haben hier Luftschutzanlagen drunter. Das ist halt nochmal ganz wichtig und auch ein klarer Unterschied zu Konzentrationslagern, weil man halt hier in den Arbeitslagern, sage ich mal, das Personal auch mit schützen wollte. Weil der Unterschied, sage ich mal, zu den Konzentrationslagern ist auch, dass das von der Polizei, von der Gestapo geführt wurde. Und diese Lager unmittelbar, sage ich mal jetzt in dem Fall zu den Reichswerken Hermann Göring standen, um halt das Personal entsprechend in Spur zu bringen, die unwillig waren, um strukturiert halt an die Arbeit geführt zu werden. Und das Personal, was hier mit tätig war, war im Prinzip Werkschutz, der gestellt wurde von den Hermann-Göring-Werken. Das ist jetzt nicht wie bei den Konzentrationslagern, dass man da die Totenkopfverbände hatte, die auch das Personal gestellt haben. Nein, in dem Fall wurden das Personal direkt von der Industrie gestellt. Das waren 2 Züge, 50 Mann Werkschutz, die eigentlich, sage ich mal, in den Bereichen der Hermann-Göring-Werke tätig gewesen sind. Und die haben hier gleichzeitig das Wachpersonal gestellt. Und man wollte natürlich auch, dass das Personal war für die Industrie immens wichtig. Deshalb auch zu späteren Zeitpunkten die Fremdarbeiter oder zu Anfang die Fremdarbeiter und später dann auch die Zwangsarbeiter. Auch das müsste man noch mal klar trennen, weil am Anfang diese Fremdarbeiter, die hat man ja wirklich, sage ich mal, ins Land geholt. Da gab es auch entsprechende Verträge mit den Ländern gegen Bezahlung und es wurden halt Verträge auch unterschrieben, die auch so ein bisschen knebelhaft und so weiter gewesen sind, aber wo sich auch schon herauskristallisierte, dass man die Leute eigentlich länger an der Arbeit haben wollte, wie es die Verträge praktisch hergegeben hatte. Und durch die Gestapo, durch diese geheime Staatspolizei im Reich, die ja unheimliche Befugnisse hatte, also im Prinzip auch mehr oder weniger machen konnten, was sie wollten. Da gab es teilweise später auch Führererlasse und so weiter, die hatten ja so krasse Befugnisse, dass, wie gesagt, das teilweise reicht. Das waren ja auch teilweise also Hunderttausende reguläre Reichsdeutsche auch in solchen Arbeitserziehungslagern, die zum Beispiel den Hitlergruß nicht gemacht haben,
die sich sonstige Sachen verweigert, die vielleicht mit Fremdarbeitern oder Zwangsarbeitern gesprochen haben. Also solche Kleinstvergehen haben im Prinzip dazu geführt, dass man in so einem Arbeitserziehungslager gelandet ist. Und wie gesagt, die Industrie war aber daran interessiert, ihr Personal zu schützen. Und deshalb sind unter diesen Anlagen halt entsprechend Luftschutzanlagen. Da werden wir halt, wie gesagt, einige heute sehen. Es wurde viel gesprengt zu der Zeit, also als die Amerikaner dann hier gewesen sind und das letztendlich befreit haben, wurde im Nachgang halt viel gesprengt. Deshalb müssen wir schauen, wo wir heute hier noch reinkommen. Also hier war nicht so viel Sonder drin, die Sonder sind eher drüben. In den, also hier nicht so. Also ihr seht es gerade, es geht hier schon heiß zur Sache. Katrin hat uns gerade hier eben mitgeteilt, dass hier noch viel oberirdisch Material liegt, also Relikte aus der Zeit. Das ist wirklich, ja, sie muss sich erstmal ein bisschen mit meiner Kamera hier gut tun. Das ist halt vollkommen normal. Aber Andy hatte auch schon ein paar Sachen in der Hand und ohne, dass ich jetzt nach einem Stempel oder irgendwas suchen muss, sieht das hier schon verdammt nach der Zeit aus, oder? Ja. Hast du denn den Stempel unten drunter? Ne, gar nichts, aber das ist so ein Blech einfach nur mit einem Korken. Das muss ja irgendein Trinkgefäß gewesen sein. Wird ja jetzt keine Ölflasche oder sowas bei so einem Korken. Ne? Ist ja mehr oder weniger eine Bierflasche oder so gewesen. Aber man sieht jetzt schon hier oberirdisch. Gut, Katrin meinte gerade, dass natürlich hier leider auch in dem Gebiet gesondelt wird. Das ist halt immer, womit ich mich selbst schwer tue, weil, ja, weil man entnimmt letztendlich Relikte, die vielleicht für die Archäologie noch mal ganz wichtig gewesen sind. Aber im Umkehrschluss würden wir dann wahrscheinlich das auch nicht sehen jetzt. Deshalb ist es für uns dann doch schon interessant, das dann mal wieder zu dokumentieren. Aber hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass man nach der Zeit so viel findet schon wieder. Ne? Ja, das wäre auch noch spannend. Melanie wirft gerade ein, eben Baumzeichen. Das haben ja ganz gerne, was heißt ganz gerne, das haben Häftlinge, Insassen, Zuchthäusler und so weiter gemacht an verschiedenen Arbeitsstationen, um ja, sich halt zu verewigen. Um an sich selbst vielleicht auch zu erinnern oder irgendwelche Zeichen anderen halt zu geben. Und da werden wir heute auch noch mal drauf achten. Hier haben wir jetzt ein weiteres Fundament. Das ist so ein bisschen halbkreisförmig hier, ne? Also wir haben uns auf jeden Fall mal die Lagerkarte von dem Ganzen angeschaut. Das sind jetzt, sage ich mal, diese kreisförmigen Objekte hier nicht klar zu erkennen. Aber in den meisten Fällen waren sowas halt auch Zisternen, also für die Wasserversorgung zum Beispiel im Lager oder ja, Brunnen, wo man auch teilweise Regenwasser und so weiter gesammelt hat. Das könnte durchaus sein, dass es auch hier so eine Bewandtnis hat. Das ist auch hier so ein, das ist auch einfach nur so ein, das ist auch was Altes hier. Hier muss schon einer was rausgegraben haben, ne? Guck mal, das ist einfach so ein verzinktes Teil hier. Wenn man das hier mal nimmt, das ist genau sowas. Ihr habt hier oben noch, es kann einfach nur so eine Trinkflasche gewesen sein. Ist sogar noch Metall. Und das sind so typische, ja, kleine Flaschen. Teilweise haben diese kleinen Flaschen auch so Aufdrucke drauf. Daran kann man auch ganz deutlich erkennen, dass das aus der Zeit ist. Hier zum Beispiel hier unten nämlich auf dem Boden, das gibt es heute teilweise gar nicht mehr. Hier steht nämlich 150 Stück, Nummer 410, aber ich kann nicht lesen, was da drüber steht. Kolter, guck mal, kannst du das, Melanie, hier sehen, was hier oben steht? Ja, hier oben das. Nein. Ich auch nicht. Boah. Das muss mal ein Kellergewölbe gewesen sein dann, ne? Das jetzt hier, jetzt müssten wir ja in dem Bereich des Männerlagers stehen, ne? Also nochmal für euch, das ist hier eingeteilt gewesen, ein Männerlager, was zuerst gestanden hat und später kam hier noch ein Frauenlager, also Lager
A und B. Und wir haben jetzt hier eine Unterkeller der Geschichte. Also hier wird eine Baracke oder ja, vielleicht auch ein Wirtschaftshaus gestanden haben. Das lässt sich halt auf den Karten nicht ganz genau zeigen, weil das sind teilweise auch nur Zeichnungen. Und wir haben jetzt hier auch noch verschiedenste Flaschen. Wie gesagt, die ganze Grube ist hier im Prinzip voll. Das kann ich auch wieder so schlecht lesen. Schlichte steht hier. Jetzt muss ich ein bisschen sauber machen. Schlichte Krug. Vielleicht sagt einem das auch was, wenn ich das hier einfach mal in die Kamera halte. Ja, aber wenn jetzt das Bodengrün noch immenser wäre, würden wir schon fast gar nichts mehr sehen. Ne? Ja. Das hier eben mal kurz zu zeigen. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut auf der Karte hier erkennt. Wir haben es hier eben einmal auf dem Handy drauf. Das ist jetzt so das Lager. Hier in der Mitte seht ihr jetzt das Männerlager, dieses Karree. Und hier an der Seite am Männerlager vorbei sehen wir nämlich jetzt nochmal so einen Innenzaun. Das können wir euch jetzt hier nochmal zeigen, weil die Lagergrenzen auch nochmal mit einem Wassergraben praktisch unterstützt wurden. Also die Zäune, die standen, wurden unterstützt durch so einen Wassergraben. Den hat man hier nochmal. Der ist auch noch... und das würde auch Sinn machen. Der ist natürlich jetzt nicht mehr in dem Umfang, wie er früher sicherlich gewesen ist. Der wird noch breiter gewesen sein oder tiefer. Hat er, sage ich mal, diese internen Lagergrenzen unterstützt, damit die Gefangenen da auch nicht rauskommen. Und ist auf gleicher Linie jetzt zu der Splitterschutzzelle da oben. Also das macht schon Sinn. Wurden praktisch die Innenlager, das Männerlager und das Frauenlager nochmal einkasaniert, dass man da besser das Ganze bewachen kann. So, wir sind jetzt hier über den Wassergraben hier einmal durchgegangen. Und jetzt sagte Andy gerade, hier ging eine 60er Schmalspurbahn her. Das sieht man jetzt auf der Karte auch nicht. Ist aber bezeugt in diversen Texten in der Literatur. Gut, entweder dient es zur Lagerversorgung oder man hat Allgemeinmaterial hier reingebracht. Was genau ist jetzt ein bisschen schleierhaft, aber auf jeden Fall ist das belegt und man sieht es halt hier, wie gesagt, von den Bäumen halt auch noch. Und jetzt kommen wir hier auch zu weiteren Fundamenten, also zu weiteren Löchern. Man sieht auch hier überall schon die Steine. Ja. Das hat man jetzt so ein bisschen so notgedrungen zugemacht, ne? Aber zweigt auch nichts ab, ne? Entweder ist das halt wirklich nur so eine Art Abwasserschacht, weil jetzt hier ein Wirtschaftsgebäude drauf stand, aber da sind auch so Stiegen, ne? Könnte auch in eine Luftschutzanlage geführt haben, ne? So, wir haben jetzt gerade schon gesagt, diese Objekte, die wir jetzt gesehen haben, die waren schon, hier ist ja jetzt nochmal die Splitterschutzzelle, ziemlich nah beieinander, obwohl es von der Karte auch viel größer eigentlich aussieht. Gut, diese Baracken haben sich nach hinten weggezogen und wir gehen jetzt mal in einem anderen Bereich. Gibt es noch gerade Diskussionen, also Blatt dran. So, nicht ganz weit entfernt von der Splitterschutzzelle, rechts gelegen, kommen wir jetzt eigentlich zum Bunkerkomplex und das ist wirklich ganz interessant, weil genau, hier ist ein Zugang, weil oben nichts gestanden hat. Also es wird wirklich nur rein jetzt der Bunker gewesen sein. Hier war wahrscheinlich noch die Platte drauf, um den Eingang hier zu verdecken. Und dann muss man sich jetzt noch ein bisschen tiefer vorstellen, den Zugang. Ja, ist eindeutig. Man sieht auf jeden Fall, die Überdeckung ist schon gewaltig. Das wird schon 1 Meter irgendwas sein hier. Also das ist auf jeden Fall kein Deckungsgraben oder sowas. Das ist ein richtiger Luftschutzbunker hier in dem Fall. Und da werden wir jetzt einmal reingehen. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Was heute uns ein bisschen fehlt, ist unser Helm. Den haben wir jetzt hier nicht mit, deshalb müssen wir jetzt hier wirklich ein bisschen aufpassen.
weil Andy auch schon sagte, das ist hier ziemlich niedrig. Das sieht man hier auch schon. Weil der Zugang ist ja nicht mehr ebenerdig. Hier ist ja schon einiges an Material reingekommen. Boah, aber hier könnt ihr das schon erkennen. Die Deckenstärke, die ist schon immens. Und hier hat man ja wieder so eine Art Mischmasch, aber gebaut, also zwischen Ziegel oder eine Ziegelverkleidung, aber teilweise sind auch innen hier Ziegel zwischen dem Beton. Ganz interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und hier die gewaltigen Moniereisen, wo ihr wirklich erkennen könnt, wenn ich hier mal so dran halte. Das ist schon gewaltig. So, dann pass auf, hier oben sind Moniereisen. Ui. Ja, hier hat es auch noch mal so ein Fundament zerlegt. Auch kann man es mal rein. Was ist das? Ja. Was hier auffällig ist, dass das hier drin ja sehr rund gemauert ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Es könnte natürlich auch so eine Art Reservoir gewesen sein, Trinkwasserversorgung. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber halt sehr massiv. Hast du eine Idee, Andy? Oder genauere Informationen? Absolut. No. Weil was mir jetzt auffällt, ist, dass das so rund, ja komplett rund hier gemauert bzw. betoniert ist. Alleine schon der Beton ist ungewöhnlich, oder? Weil du hast ja in dem Beton noch Ziegel verbaut, ne? Ja. Also es wirkt schon massiv, aber keine Ahnung warum. Auf jeden Fall war hier auch, ja, irgendwie schon, ne? Weil hier außen hast du ja noch mal eine Schicht Ziegel gehabt. Aber wenn das alleine für eine Trinkwasserversorgung gewesen ist, ist das irgendwie sehr massiv. Aber ergibt halt irgendwie auch so wenig Sinn, oder? Und diese krassen Moniereisen, also das ist schon sehr, sehr massiv hier unten. Wir können das dann gleich vielleicht noch mal auf der Karte zeigen oder die Karte einblenden und euch mit dem Pfeil markieren, welcher Bereich das jetzt ist. Das ist ja im Prinzip auch an der Lagergrenze gebaut, aber die Form ist sehr ungewöhnlich. Das muss ich schon sagen. Ja, also da sind wir uns wie gesagt nicht ganz schlüssig, weil wir jetzt halt auch keine Angaben in der Literatur dazu jetzt haben. Aber Andy sagte gerade, weil ich jetzt der Meinung war, dass diese Decke hier drauf gefallen ist durch Sprengung. Aber Andy hat recht, weil hier hinten ist noch ein Verbund. Hier oben, hier kann man das erkennen, dass die Wand mit der Decke schon immer verbunden gewesen ist. Aber wir wissen nicht, warum im Lager so eine massive Konstruktion entstanden ist. Für was? Das ist schon ungewöhnlich. Und vor allen Dingen die Form. Die Form könnte was damit zu tun haben, dass halt bei einer Sprengung oder Detonation der Druck abgefedert wird. Also hier sich nicht verbreiten kann in den Gebäuden, aber trotzdem ungewöhnlich. Normalerweise hat man immer so Zwischenwände, kleine Zwischenwände. Aber dieses Kreisrunde, also wenn jemand von euch eine Idee hat, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Kommst du da raus auf der Seite? Das ist aber der Notausstieg gewesen. Ja? Okay. Eine Frage an die Wand. Ja.
Pass auf. Auch hier sieht man halt die Sprengung, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Man sieht hier muss praktisch so ein Schleusenbereich gewesen sein. Hier war ein Notausstieg. Also hier wird eine Tür gewesen sein. Hier kommt man nicht mehr raus. Und hier sieht man noch die Verankerung. Hier wird auch eine Tür gewesen sein. Ja, wir haben jetzt hier gerade, wie gesagt, noch mal ein bisschen philosophiert, weil ja sowieso einige Gebäude auf dieser Anlage nicht ganz klar sind. Es gibt auch ja, oder es gab ja ein Krematorium. Das ist in den Original Lagerrissen auch nicht verzeichnet gewesen. Und man hat das nur durch alliierte, durch britische Luftaufklärung eindeutig festgestellt, dass hier ein Krematorium gestanden hat, weil ja durch die Lagerbedingungen, da werden wir euch auch noch einiges dazu erzählen, sind am Tag zwischen 10 und 15 Personen verstorben durch Misshandlungen, Folter, sehr viel Folter. Das spielte hier auch noch eine große Rolle. Und durch die Arbeitsbedingungen, weil hier parallel diese Eisenverhüttung stattgefunden hat, also Eisenerz, die man praktisch von dem Gestein gelöst hat, also diese Schlacke. Und dadurch sind auch Gase entstanden, giftige Gase. Und die haben die Menschen, die da hingeschickt wurden, natürlich eingeatmet, sind dadurch gestorben. Lungenreizungen, Lunge sind kollabiert, sind dadurch gestorben. Und alleine auch die Hitze, ne? Es gab Verbrennung. Es ist nicht wie heute, dass da irgendwie einer sich da um Sicherheit oder so bemüht hätte, sondern die sind ja teilweise mit ihrer normalen, wie es auch im KZ üblich war, mit ihrer Häftlingskleidung dahin und haben diese Arbeiten durchgeführt. Und alleine da sind laut Literatur um 300 Personen gestorben. Aber die genauen Zahlen lassen sich im Nachgang leider nicht mehr feststellen, weil man hat nur die Zahlen, die man irgendwo in den Unterlagen, die noch nicht vernichtet wurden in der Industrie und so weiter, damit belegen können. Deshalb kann man eigentlich im Normalfall immer davon ausgehen, diese Zahlen deutlich zu erhöhen. Dessen muss man sich bewusst sein. Das sind ja nur die Zahlen, die eindeutig belegt sind. Ja, und wie ich halt schon gesagt hatte jetzt eingangs, es ist von der Gestapo eingeführtes Lager gewesen und man hat da entsprechend Folterungen auch durchgeführt, gerade an politisch Internierten, also mit politischem Background internierte Häftlinge, um Geständnisse zu erzwingen, Aussagen zu erzwingen, Informationen zu erpressen. Und da gab es auch die unterschiedlichsten Foltermethoden in dem Lager. Beispielsweise Arrestzellen oder Bunker nannte man das auch umgangssprachlich, der halt sehr minimal gewesen ist, also von den Begrenzungen her. Man hat, ich glaube, 70 cm in der Breite auch nur gehabt. Also die Personen hatten nicht die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie abzulegen, hinzuhocken, hinzulegen, sondern die standen dann halt einfach nur da. Und das war wirklich krass über mehrere Stunden oder Tage sogar. Also hier sind schon einige Stützen gesprengt. Ja, die stand immer hier, die Säule, ne? Wahnsinn. Und guck mal, ne? Hier sieht man noch, wie die Verschalung gewesen ist. Muss ich aufpassen, hier ist noch Moliereisen
die aus dem Boden rausschauen. Oh hey, hier ist sogar noch ein Relikt. Das könnte hier, sieht man hier an der Seite auch. Das ist so eine Waschschüssel aus Emaille. Ja, das war früher so gang und gäbe. Und hier sieht man jetzt halt, wie gesagt, eine komplett, also das, was wir auch schon immer in anderen Anlagen sehen, von den Luftschutzanlagen, Bunkeranlagen allgemein, diese ja halbrunden Gewölbe. Und deshalb ist diese Anlage, die wir jetzt gerade vorhin gesehen haben, sehr interessant, weil die wirklich komplett anders war im Aufbau. Ja, man hat jetzt hier wieder eine Stärke von bestimmt locker 1 Meter Überdeckung. Was liegt denn hier noch? Wir sind jetzt natürlich erstmal wieder auf der Suche nach Relikten. So ein Schild. Kann man aber nicht mehr erkennen, was da drauf stande. Ja, nochmal ein bisschen zur Geschichte auch von dem Ganzen. Also gebaut wurde das Werk sage ich schon, das Lager 1940 und war sogar noch bis 1945 im Einsatz, also sehr lange, weil es ja wie gesagt auf allgemein deutschen Hoheitsgebiet halt lag und nicht wie bei anderen Lagern halt im europäischen Ausland. Deshalb sind diese Leute auch noch, oder die Menschen, sehr lange in diesen Lagern auch gewesen. Und der Lagerkommandant ist in dem Fall Friedrich Lattmann gewesen. Und der Lattmann war Angehöriger der Polizei, schräger auch SS. Da gab es ja, die haben ja, sage ich mal, die Dienstgrade auch von der SS zum Teil bekommen, aber er war Kriminalkommissar auf jeden Fall. Und ja, er war sehr berüchtigt auch, wie ja auch viele Lagerkommandanten, und sehr brutal und hat auch selbst Vollstreckungen, wenn Personen jetzt ja, in dem Lager gehangen wurden, hatte er selber Hand angelegt und ja, wenn die Menschen aufgeknüpft wurden, selbst den Hebel betätigt und die Menschen stranguliert. Und der Galgen, der wurde auch von Gefangenen, in dem Fall war es auch ein Pole gewesen, der den Galgen da selbst gebaut hat, gezimmert hat. Und der musste auch den Personen, sage ich mal, die Schlinge um den Hals legen. Aber der Lattmann hatte noch so viel Courage, oder wenn man es Courage nennen will, dass er nicht den Häftlingen das Töten der Mithäftlinge überlassen hat, sondern dass er wirklich das selber gemacht hat. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass er es unbedingt machen wollte, was auf seine Psyche, was auf seine Charaktereigenschaften auch schließen lässt. So, wenn wir hier die ganze Zeit durchgehen, merkt ihr halt auch, dass das Ganze irgendwie parallel angeordnet ist, so ein bisschen U-förmig auch, diese Anlage. Und hier hat man noch, ja, sieht aus wie so ein Container, da unten sind aber Rollen dran. Da unten könnt ihr das sehen, da sind so Rollen dran. Ich weiß nicht, ob das hier noch original ist. Das könnte ein Heizofen oder sowas gewesen sein, aber der kann auch neuer sein. Ja, wir sind jetzt hier einmal rumgegangen, genau, wir sind da hergegangen und jetzt hier zurückgekommen, also wir konnten jetzt trotz der Sprengung hier noch gut durchlaufen. Also wir sind jetzt immer noch gerade in der Anlage unter Tage, in der Luftschutzanlage, und wir haben jetzt gerade mal versucht, das Revue passieren zu lassen. Wir sind jetzt praktisch von der Männerlage, hier das Karree in der Mitte, hier schräg rüber über diesen
neuen Bahndamm, der hier natürlich nicht zu sehen ist. Und wenn wir uns hier unter diesen Gebäuden befinden, so, das können entweder Wirtschaftsgebäude sein, weil hier das Frauenlager ist, oder auch hier für das weibliche Wachpersonal, dass das Gebäude sind, wo es dann wieder Sinn macht, dass genau unter diesen Gebäuden auch diese Luftschutzanlagen sind, damit das Personal sich entsprechend bei Angriffen in Sicherheit bringen kann. Ja, da gesellt sich noch jemand zu uns zu. Kalle will uns mit unterstützen, hat noch den Weg hierher gefunden ins Lager. Da haben wir noch mal wieder ein bisschen Unterstützung. Da freuen wir uns natürlich. So, wir bewegen uns jetzt hier weiter Richtung Frauenlager. Dazu ist noch mal zu erwähnen, dass dieser Lagerbereich erst 1943 hier erst dazugekommen ist. Und oh, hier haben sie ja auch schon, guck mal, hier ist ja auch schon wieder was. Und da ist Splitterschutzzelle, glaube ich, ne? Richtig. Was haben wir hier? Guck mal, hier haben sie sogar noch eine Gießkanne. Ist ja auch verzinkt. Von daher könnte es noch aus der Zeit sein. Und hier haben wir noch 2 Modeste. Da haben sich auch mal versucht, welche reinzugraben. Man sieht halt überall diese Sprengungen. Also Katrin sagte gerade, wir haben auf jeden Fall noch mindestens ein Loch, sage ich jetzt mal, wo wir hier rein können. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich erstmal angucken. Und dann versuchen wir noch die einzelnen Gebäude oder Fundamente entsprechend gerade zuzuordnen, um euch zu sagen, was da eventuell gewesen ist. So, wir gucken uns jetzt hier mal den Bereich an. Katrin meinte, hier ist jetzt auch der Bunker für, ja, also der zumindest nah an dem Frauenlager gestanden hat, aber der höchstwahrscheinlich dann auch nur für das Personal wieder gedacht gewesen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gleichzeitig noch Lagerinsassen untergebracht wurden. Ich kann das natürlich jetzt nicht komplett bezeugen, dass es so gewesen ist. Aber wie gesagt, der Werksschutz seitens der Göring-Werke hatte definitiv Vorrang, dass das Personal geschützt ist. Ja. So, da gehen wir mal rein hier. Also die Luftschutzanlage, die jetzt dem Frauenkomplex, dem Frauenlager zugeordnet ist. Oh, guck mal, das sieht ja komplett anders aus hier. Ihr habt ja so Fundamente, säulenmäßig, die jetzt hier wahrscheinlich hier oben die Decke noch mal ein bisschen mehr abstützen sollen. Ne? Einen anderen Grund hat das ja nicht, aber das sieht auf jeden Fall ziemlich spektakulär so aus. Also man hat hier wirklich in der Anlage, muss ich schon sagen, verschiedene Bauweisen unterirdisch auch durchgeführt. Ich bin jetzt natürlich kein Architekt, aber ich vermute mal, dass diese Säulen, die jetzt hier gesetzt wurden, dass die einfach zur Stabilisierung beigetragen haben. Weil hier oben schrägt das Ganze halt auch so ab. Das ist jetzt auch nicht unbedingt untypisch. Auch hier auf der Seite schrägt das hier so ab. Das ist nicht komplett gerade. Und hier gab es Durchgänge, die hat man dann wieder zugemacht. Das bedeutet, man konnte von mehreren Seiten logischerweise in diese Anlage rein. Hat also mehr Zugänge und Ausgänge. Wenn Zugänge halt verschüttet gewesen sind, hatte man immer noch die Option, ja, einen anderen Ausgang zu nehmen. Und was hier auch noch ganz interessant ist, sind diese kleinen Nischen, die man hier belassen hat. Entweder hat man hier Regale fixiert, Bänke, was man so in den Luftschutzanlagen auch hatte, oder es hatte noch einen anderen Grund. Das kann ich jetzt leider mit Sicherheit auch nicht sagen. Das Problem ist natürlich, dass diese Lager und alles strengste Geheimhaltung auch unterlagen.
und man keinen Zugriff mehr hat oder, naja, ich kann es jetzt nicht mit Hundertprozentigkeit sagen. Also es kann sein, dass in Archivaren oder irgendwo in Archiven Archivare noch irgendwo Material halt haben. Aber sowas unterlag, wie gesagt, der Geheimhaltung. Und da wird man halt nichts mehr finden. So, einer der weiteren Splitterschutzzellen, die im Eingangsbereich verteilt wurden. Wie gesagt, es gibt insgesamt 4 Stück. 3 kann man noch lokalisieren. Und der 4. ist im Inneren des Lagers, weil die einzelnen Lager ja auch noch mal umzäunt gewesen sind. Aber der ist halt dieser Bahnstrecke zum Opfer gefallen, die jetzt da durchführt, die aber nicht original ist. Deshalb werden wir diesen halt nicht mehr finden. Aber die stehen halt wirklich noch an den Originalorten. Und deshalb, auch wenn das restliche Gelände nicht mehr drauf schließen lässt, können wir hier damit genau identifizieren, wo die Lagergrenzen halt gewesen sind. Und das ist halt wirklich sehr wichtig dann für uns auch, um überhaupt zu sehen, wo befinden wir uns jetzt hier in dem Ganzen. So, wir haben eigentlich jetzt die Lagergrenze verlassen, wurde mir gerade eben gesagt, von dem Frauenlager. Also da, wo wir gerade die Splitterschutzzelle passiert haben und noch ein bisschen weiter durch den Wald gegangen sind, wäre rechts an das Frauenlager gekommen. Da gab es jetzt halt auch nicht mehr viel zu sehen. Und jetzt wird es halt noch mal spannend, weil wir praktisch in einem angrenzenden Bereich hier noch Objekte haben. Hier wurden noch einige Sachen entdeckt, die jetzt bisher noch keinen richtigen Aufschluss gegeben haben, um was es sich genau handelt, aber unmittelbar praktisch an der Anlage liegen, aber scheinbar noch nicht weiter dokumentiert sind. Und da werden wir jetzt einfach mal schauen, was das genau ist und vielleicht auch versuchen, das jetzt noch mal zuzuordnen. Oh, Andy hat hier auch unmittelbar vor dem Ganzen noch, das ist eine Patrone, ne? Ja. Tja, schwer zu sagen, ob das was Amerikanisches ist. Also ihr dürft das, was ich jetzt hier gerade mache, auf keinen Fall machen. Das ist hier auch zu. Andy sagte, hier wird wahrscheinlich das Pulver auch noch drin sein. Das kann höchstwahrscheinlich auch von den Amerikanern sein. Das wissen wir nicht. Also gibt es hier auch noch Munition, die in der Erde steckt. Auch hier sehe ich gerade noch ein Stück wieder von Boden, von einer Glasflasche. Also haben wir auch hier weitere Relikte. Von daher können wir echt schwer davon ausgehen, dass hier, wie Katrin gerade eben sagte, das Ganze irgendwas noch mit dem Lager zu tun hat. Ja, die Indizien verhärten sich. Also hier haben auch etliche Personen schon den Wald umgegraben. Das ist natürlich verboten. Davon mal abgesehen. Also man hat jetzt eine Genehmigung von dem Eigentümer hier. Aber eigentlich zählt sowas hier unmittelbar an solchen Lagern immer als Bodendenkmal. Das spielt auch, glaube ich, keine Rolle, in welchem Bundesland man ist. Und ja, ist schon krass. Also hier werden sie entweder diese Patronenhülsen, also ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt von einer Bordwaffe von einem Jagdflugzeug gewesen ist. Wie gesagt, hier gab es ja die häufig Bombardierungen und Angriffe auf Zugverbindungen und Strecken. Wenn man nämlich sowas dann absondeln würde, würde man meistens dann in einer Linie diese Geschosse halt finden, 20 mm. Das ist dann halt von den Bordwaffen der Jagdflugzeuge. Aber wie gesagt, wir selber sondeln nicht. Wir gucken einfach nur, was wir oberirdisch finden. Hier zum Beispiel sind auch wieder so Bruchsteine hier. Sehr viel. Also hier muss auch was gewesen sein. Die anderen sind da auch schon drin. Das sieht mir auch schon wieder nach einer Sprengung hier aus. Also hier werden Gebäude noch gestanden haben. Man sieht ja auch hier
Die Bäume, es ist alles alt. Hier unten geht das Fundament weiter. Hier. Es kann sein, dass auch hier was unterirdisch ist. Und das sind jetzt aber Sachen, die wir jetzt nicht gefunden haben in Form einer Dokumentation. Filmerisch jetzt davon mal abgesehen, aber dass irgendwie es noch Literatur gibt, die sich mit diesem Bereich befassen. Ja, hier geht's weiter, tatsächlich. Ja, ist ja noch mehr, ne? Ja, das sieht halt so ein bisschen aus wie Funktionsgebäude irgendwo. Weil hier haben wir ja nur, sage ich mal, normal Stein, ne? Ist ja hier nicht so krass betoniert wie da drüben. Hier noch ein paar Relikte wieder. Hier hat auch noch einer was ausgegraben. Ja, Cola gab es schon, keine Ahnung wann, aber tja, vielleicht sind die Amis hier auch mit Bodentruppen da unterwegs gewesen und haben hier noch geguckt. Und einer hat ja hier eine Cola, aber steht was unten auf dem Flaschenboden. Ja. Aber guck mal, weißt du, was auch interessant ist? Siehst du die zwei gekreuzten Hämmer? Hä? Ist ja auch interessant, oder? Ja, sicher. Zwei gekreuzte Hämmer auf einer Colaflasche? Hä? Weist eigentlich immer irgendwas auf dem Bergbau. Nee, warte mal, Ne? stopp. Das ist Oder- Schwert und Hammer. Das ist Schwert und Hammer. Das ist Schwert und das ist Hammer. Auf einer Colaflasche. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da zu wenig aus mit solchen Relikten. Vielleicht kann man aber da jetzt ganz gut erkennen, von wann die ist. Also wir haben da, können wir uns gucken, ob wir das jetzt nochmal so auf dem, wir können das hier erkennen, hier, also Pascal meint, ein Schwert und ein Hammer wäre das hier. Da ist eine Nummer hinten dran. Interessant. Also Pascal hat jetzt gerade nochmal verifiziert, das ist keine Colaflasche, das ist ein deutsches Produkt und hinten dieser Siegel weist halt auf diese Ruhrglas AG hin. Aber auf den ersten Blick sah es aus wie eine Colaflasche, ist aber auf jeden Fall aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wurde jetzt halt hier entsprechend verloren, abgelegt, weggeschmissen. Vielleicht waren das halt auch irgendwelche Wirtschaftsgebäude, wo man vielleicht auch Getränke, Nahrungsmittel gelagert hat. Das kann durchaus sein, dass das nicht unmittelbar im Lager war, um das vielleicht noch mal zu sichern, die Nahrungsmittel, weil gerade ja zu Kriegsende hin alles ein bisschen knapper war. Hier das nächste. Pascal hat auch schon was gefunden, wieder ein Stück Glas. Ja, genau, hier mittendrin. Ja. Haben sie auch wieder gegraben. Aber die machen nichts zu. Ne? Also das sind halt wirklich Leute, die skrupellos sind. Richtig. Da geht es nur darum, die Sachen hier rauszuholen. Genau, Und dann verpissen die sich wieder. Ja. Für sich in die Vitrine reinzustellen und nach 30 oder 60 Jahren schmeißt du das ganze System wieder komplett weg. Weil Vermutlich, keiner ja. Und du hast ja, durchzuführen ist. genau, du hast ja nicht mehr die Indizien, wo kam es her. Richtig. Ne? All diese Informationen, deshalb müsst ihr euch das immer mal so vorstellen, die gehen halt verloren, weil keiner geht bei den Leuten, außer vielleicht bekannte Freunde, bei den Leuten hin und gucken sich das an. Aber alle anderen, die jetzt wirklich das Interesse an der Materie haben, die können es nicht mehr mit der Geschichte in Verbindung setzen. Wo hat er das jetzt ausgegraben? Ist vielleicht ein wichtiges Teil gewesen, um jetzt Wieder hier, ein Puzzlestück hier genau, zum Beispiel zusammenzusetzen. richtig, mit dem Warum- Lager jetzt beispielsweise. Genau, warum sind die hier im Lager gewesen? Oder Genau, weil wir sind ja jetzt hier zum Beispiel nicht mehr im Lager, eigentlichen Lagerbereich. Und jetzt würde jeder Fund, den wir jetzt hier machen würden, würde jetzt ein Indiz sein, um es besser zu verstehen. Ne? Das ist halt, das verstehen die Leute einfach nicht, die das machen. nee, die buddeln aus und Ja, machen sich wieder zu. genau. So, hier werden jetzt die Funde gemacht, die wir jetzt oberirdisch hier finden. Das ist schon, ja, das ist ja schon mal auch hier interessant, ne? Eine fette. Dreibein? Ja, das sieht schon, guck mal, ne? Also es ist auf jeden Fall, vom Maschinengewehr wird es jetzt nicht sein, weil das ist hier fest, die waren immer zusammengeklappt. Das kann irgendeine andere Geschichte sein. Das hier ist auch ein bisschen interessant, ne? Mit dem Zahnrad. Aber es wird bestimmt einer von euch schon richtig gut identifizieren, aber man sieht auch einfach hier, diese Platte in der Mitte ist so stark verrostet. Das ist sehr interessant und hier sogar noch Lederreste. Auch das
hält sich noch sehr, sehr lange. Das haben wir immer wieder erlebt. Gerade wenn es in Gruben oder sowas ist, sogar hier oberirdisch. Das ist schon wirklich sehr interessant, was wir hier jetzt noch finden können. Gute Magie. So, Andy hatte hier ein zusätzliches Müllloch hier gefunden. Das hat man vor dem Krieg, aber auch sehr lange nach dem Krieg gemacht, gerade auch in den ländlichen Gebieten, dass man ja sein Hausmüll und so weiter einfach ja in Wäldern oder unter seinem Haus oder wo auch immer versteckt hat. Und hier sind wirklich so ganz viele Relikte. Es kann alles nachkriegsmäßig sein. Also man sieht hier sehr, sehr viele Flaschen auf jeden Fall. Leerflasche. Hier altes Sieb. Und auch noch viele typische Macki-Flaschen auch. Aber das ist halt wie gesagt alles schon älterer Müll. Muss jetzt nicht unbedingt aus dem Zweiten Weltkrieg sein, aber kann auch kurz danach sein. Kennt man jetzt nicht, was da drauf steht, oder? Mhm. Aber man sieht alleine schon am Verschluss, dass es halt auch alt ist, ne? Also das ist hier sehr, sehr interessant. Auch Stoffreste noch. Alte Konserven liegen hier. Ja, jetzt haben wir euch natürlich hier alle Luftschutzanlagen und sonstige Fundamente, Relikte und so weiter von den Lagern und dem umliegenden Gebiet jetzt gezeigt. Alles das, was wir jetzt hier finden konnten. Aber wir wollen euch natürlich auch die Ruhestätte der Sträflinge und Fremdarbeiter halt zeigen, die hier zum Teil halt begraben wurden. Also es ist jetzt hier der Friedhof Westerholz und hier wurden jetzt 857 dieser Menschen beerdigt, die jetzt speziell auch im Sonderlager 21 untergekommen sind oder arbeiten und schuften mussten. Aber es befinden sich auch noch ein paar andere Personen jetzt hier auf dem Friedhof, also aber die auch in dieser Zeit halt ums Leben gekommen sind. Und ja, wenn ihr jetzt mal so euch das anschaut, das ist so ziemlich kühl halt gelassen. Ne? Ihr habt jetzt hier einzelne kleine Plaketten. Das ist jetzt halt so aufgebaut, dass es hier entsprechende, wie so eine Art Karteinummern gibt. Die könnt ihr jetzt hier an den Ecken erkennen und wer jetzt hier entsprechend Informationen über den Verstorbenen erhalten möchte, der kann dann hier entsprechend bei der Stadt sich dann informieren und gibt diese Nummer an und bekommt dann halt vollumfängliche Informationen. Man sieht halt hier auch schon sehr genau das Sterbedatum, 42 halt, alles so die Zeit, wo die Menschen halt aufgrund der schweren Arbeitsbedingungen in der Rüstungsindustrie der Reichswerke Hermann Göring ums Leben gekommen sind. Leider kann man jetzt hier natürlich auch nicht erkennen, unter welchen Bedingungen die Menschen ums Leben gekommen sind, ob sie vielleicht sogar gefoltert wurden, misshandelt wurden oder ob es allein halt durch den Arbeitsprozess, wie gesagt, ich habe zu Anfang erwähnt, diese Eisenverhüttung und so weiter, dadurch ums Leben gekommen sind. Das kann man hier alles nicht mehr sehen, aber ich glaube, das spielt auch nicht so eine Rolle, weil es halt keinen Unterschied macht. Man wurde, wie gesagt, zu der Arbeit halt gezwungen. Und ja, auch hier ist es mittlerweile so, dass die Pflege halt ziemlich, ihr könnt es halt selber sehen, ne? Also man macht so ein bisschen das Nötige hier, aber vollumfänglich wird man sich jetzt hier auch nicht drum kümmern können. Das ist wie immer, fehlt einem halt das Geld für das Ganze. Ich werde jetzt hier mal Richtung Melanie gehen. Die hat eventuell da hinten noch was gefunden. Und ja, schauen wir uns mal die einzelnen Plaketten und Gedenksteine und so weiter an.
so an der äußersten Ecke von dem Friedhof, weil wie gesagt, hier hat man ja nur die Zwangsarbeiter, Häftlinge und so weiter ja, beerdigt. Einfach nur lapidar mit so einer kleinen Platte. Und hier, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist, ist so am äußersten Rand, schon fast am Zaun, sind hier noch ein paar Gräber zu finden von Deutschen, scheinbar von einer Familie. Und was hier auch interessant ist, man hat einmal den Vater scheinbar, oder zumindest einer der Verwandten. Wir haben das jetzt hier gerade mal eben sauber gemacht, weil wie gesagt der Zustand hier von den Gräbern ist auch nicht gut. Und was hier ganz interessant ist, der Karl Reke ist in Verdun gefallen. Aus dem Ersten Weltkrieg bei der Schlacht um Verdun am 15. März 1916. Da haben wir, wie gesagt, ja auch mal ein Video gemacht und euch mitgeteilt, wie massiv diese Schlacht im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Da war ja diese Industrialisierung der Rüstung auch schon so weit vorangeschritten, dass man sich ja da mit Kanonen praktisch gegenseitig, Tausende von Kanonen, ja, den Krieg geliefert hat und sich praktisch die, ja, also das war so massiv mit den Geschossen, dass das wirklich da einfach nur noch eine Mondlandschaft war und da massig Soldaten beider Seiten halt gestorben sind. Das war wirklich ja, die Industrialisierung des Krieges im Prinzip, ne? Und darüber ist scheinbar dann der Sohn verstorben im Zweiten Weltkrieg in Russland. Gefallen am 11.02.1944. So, ich versuche es euch jetzt eben mal hier einmal vorzulesen. Hier hat man noch mal so eine Gedenkplatte errichtet. Auf diesem Friedhof liegen 857 Opfer des nationalsozialistischen Herrschaftssystems begraben. Arbeiter, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter. Sie waren Häftlinge des Straf- und Todeslagers 21, das den Nationalsozialisten dazu diente, die Arbeitsdisziplin der in der Rüstungsproduktion arbeitenden Männer und Frauen aufrechtzuerhalten und jeglichen Widerstand zu brechen. Viele Opfer waren gezwungen, für eine Rüstung zu arbeiten, die sich gegen ihre Heimatländer und gegen ihre eigenen Angehörigen richtete. Der deutschen Arbeiterschaft wurde mit dem Lager 21 die Gefahren einer Auflehnung und von Widerstandshandlungen vor Augen geführt. Auf diesem Friedhof werden die Folgen einer Politik sichtbar, die die Rechte der arbeitenden Menschen und den Frieden unter den Völkern mit Füßen tritt. Also da habt ihr es im Prinzip nochmal schwarz auf weiß, wozu diese Arbeitslager oder Arbeitserziehungslager letztendlich dienen sollten, wie zu Anfang erwähnt. Die eigene Bevölkerung entsprechend in die Schranken zu weisen, nicht gegen das System zu arbeiten, für das System und das mit 100% Arbeitskraft auch. Und kleinste Vergehen werden im Prinzip bestraft. Und ja, somit konnte man sich halt auch vorstellen oder heute vorstellen, wenn man so Äußerungen tätigt wie, warum hast du damals so und so gehandelt, warum hast du das nicht so und so gemacht? Ja, weil man sich halt entscheiden musste, ob man sich selber vor den Pranger stellt, in solchen Lagern eingesperrt wird. Klar ist das jetzt keine Ausrede oder der Begriff dafür, irgendwas einfach mitzumachen. Aber man darf heute nicht vergessen, vor was die Leute halt damals standen, die nicht für das System unbedingt gewesen sind, aber was diese Leute halt zu befürchten hatten, wenn sie gegen das System auch nur mit dem kleinsten Ansatz arbeiten. Wie gesagt, es reicht einmal nicht einen Hitlergruß gemacht bei einer falschen Person oder ein Fremdarbeiter irgendwie Essen reichen. Schon so kleinste menschliche Handlungen haben dazu geführt, dass man halt hier gelandet ist. Ne? Wenn man von der falschen Person denunziert wurde, ne? Das gab es auch später in der DDR mit der Stasi auch. Ja, ne? Man wurde ja regelrecht den ganzen Tag auch beobachtet. Ne? Und wenn einer schon irgendwie auffällig gewesen ist, dann wurde der noch mal mehr beobachtet. Und wenn man dann irgendwas Falsches gemacht hat, landete man halt in so einem Arbeitslager. Ja, das hat halt nicht nur die Fremdarbeiter betroffen, die man auch schon vor dem Krieg hier angeworben hat, sondern auch viele Reichsdeutsche, also
Deutsche, also sage ich jetzt mal so, die ja aus dem normalen Arbeitsleben und so weiter auch gekommen sind und in den damaligen Augen auch als Arier und so weiter behandelt wurde. Das hatte damit dann halt gar nichts zu tun. Es war jetzt nicht wie bei den Konzentrationslagern, dass die Rassenideologie einen Hintergrund spielte, wie bei der SS, dass man dadurch Leute internierte in die Konzentrationslager, sondern dass man hier wirklich wollte, dass jeder seinen Teil im Nationalsozialismus dazu beiträgt und das 100%ig. Und wer nicht in der Spur lief, hatte das halt zu erwarten. Und das sollte den Ganzen vor Augen gestellt werden. Und es ist halt auch nicht so gut aufgeklärt, diese Arbeitserziehungslager, wie es bei den Konzentrationslagern der Fall ist. Ich kenne auch viele Beispiele, wo Regressansprüche im Nachhinein gestellt wurden und die nicht so einfach zu lösen waren oder durchgeführt werden konnte, wie es vielleicht bei Menschen gewesen ist, die ja, Prozesse angestrebt haben, die ja, durch Konzentrationslager oder ähnliche Zwangsarbeit ja, Misshandlungen und so weiter erfahren haben. Deshalb ist das alles noch so, ja, ich sag mal, nicht gar nicht erforscht, aber deutlich weniger erforscht. So, wir werden jetzt hier an der Stelle das Video erstmal beenden. Es war schon ziemlich umfangreich und auch für mich auch hochinteressant, weil viele Aspekte waren mir halt auch nicht klar. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Lager 21 befasst. Lager 23 hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Das ist mir ad hoc hier bei der Begehung ja, über den Weg gelaufen, muss man ehrlich so sagen. Und zeigt natürlich auch den Ausmaß der Rüstungsindustrie hier auch in Deutschland, nicht nur im Ausland. Und auch hier wieder dieses Lagersystem einfach auch, ne? Das ist wirklich massiv. Ja, wenn ihr das auch interessant gefunden habt, dann schreibt uns bitte was in die Kommentare. Auch wenn ihr selber vielleicht mal Forschungen oder Ähnliches angestrebt habt, dann ja, ist es immer interessant zu wissen, wenn man auch mal ein paar Querverweise oder Quellen halt findet, die man vorher nicht auf dem Schirm hat. Dann schreibt uns das, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn euch das grundsätzlich gefällt, Abo und ein Like gerne da lassen. Und dann würde ich sagen, schaltet das nächste Video ein und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Also macht's gut.